Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wo gehobelt wird, fallen Späne. Und heute fallen hier ordentlich Späne, denn wir haben hier 18 bzw. auch 40 Volt Akkuhobel hier mit dabei. Denn wir haben hier 2, 4, 6 verschiedene Geräte, die schauen wir uns im Detail an. Wir haben einen ganz klaren Favoriten, da kommen wir nachher dazu. Und wie immer gibt es etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein für GoTools.de. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben, wie ist denn deine Meinung zu den einzelnen Geräten. Vielleicht hast du auch eine Frage oder du hast sogar schon Erfahrung damit, dann teile sie uns doch mit. Dieses Video mache ich eigentlich aufgrund eines persönlichen Traumas. Denn vor kurzem war es so, dass wir eine Live-Sendung hatten und in der Live-Sendung wurde ich gefragt, gibt es einen Akkuhobel 18 Volt von Bosch? Und ich sagte, nein! Und das war natürlich Quatsch. Es gibt einen 18 Volt Hobel von Bosch und den haben wir heute auch da, genauso wie auch jede Menge andere Geräte. Wir haben Dewalt, wir haben Metabo, wir haben Milwaukee, wir haben Makita und Makita. Warum haben wir eigentlich zweimal Makita? Es geht ja eigentlich um 18 Volt Geräte. Ganz einfach. Es ist so, diese Geräte hier alle 18 Volt, außer Makita. Wir haben hier ein 40 Volt Gerät, reines 40 Volt Gerät, also ist nicht kompatibel zu 18 Volt, für die sich dann nicht so auskennen. Wir haben persönlich auf dem Markt kein höhervoltiges Gerät gefunden, sodass wir eigentlich hier alle Geräte haben ab 18 Volt. Aber lasst uns mal schauen, welche Modelle haben wir hier eigentlich und was kosten sie. Wir haben den Bosch GHO 18 VLI für 175 €, den Dewalt DCP 580 für 180 €, den Metabo HO 18 LTX 20-82 für 190 €, den Milwaukee M18 BP für 195 €, den Makita DKP 181 für 195 € und den Makita KP 001G für 245 €. Schau trotzdem auf GoTools.de, dort findest du den großen Werkzeugvergleich, nämlich genau den hier, aber auch ganz viele andere Werkzeugvergleiche, Akkuschrauber, Hobel, was weiß ich, Kettensägen und so weiter und so fort. Und dort kannst du Folgendes machen, kannst dir alle Geräte nochmal anschauen, alle technischen Daten anschauen und du kannst abstimmen. Und mach das bitte mal auch, dann sehen wir nämlich wirklich, wo die Mehrheit von euch hintendiert. Finde ich mir mega interessant. Gut, natürlich findest du auch noch Preise und so weiter und so fort. Zum Thema technische Daten ist es so, dass ich euch noch zwei Sachen mitgeben möchte. Und zwar Nummer 1, eine Besonderheit ist bei Bosch, das ist das einzige Gerät, was nur ein Messer hat. Alle anderen haben 2 Messer, was grundsätzlich, bin ich der Meinung, den Motor schon und auch ein besseres Hobelergebnis erzeugt, weil du halt viel kleinere Mengen abnimmst beim Vorschieben. Was sich da ergibt beim Test, da kommen wir gleich dazu. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wir haben 3 Brushless-Geräte dabei. Und ich hätte auch gedacht, dass es mehr sind, aber nein, ist gar nicht so. Wir haben Dewalt hier als Brushless-Version und die beiden Makita. Ob für euch das Thema Gewicht relevant ist, müsst ihr entscheiden. Denn das leichteste Gerät hier ist Bosch. Ja, aber es lässt sich nicht am besten schieben, kommen wir gleich dazu. Und das schwerste Gerät ist hier das Makita-Gerät mit 40 Volt, mit 2 Kilo Bosch zu 3 Kilo Makita. Ich persönlich finde das Gewicht eigentlich relativ irrelevant. Wenn es gerade gleich 20 Kilo sind, macht sich das eigentlich gleich. Lass uns aber mal die Geräte im Detail anschauen. Und hier bei Bosch ist es so, das Gerät ist schon relativ lange auf dem Markt. Und ja, ich kannte es wirklich nicht. Das heißt, demnächst wird auch ein Nachfolger kommen. Man merkt aber auch an ein, zwei Sachen, dass das Gerät nicht mehr so ganz up-to-date ist. Und eine Sache, die wir hier haben, mehrere Sachen, die wir hier haben, haben wir bei den anderen Geräten schon. Und die fehlen hier einfach. Wie zum Beispiel eine Abstellhilfe. Bei den anderen Geräten, ich zeige es euch hier mal, ist es so, dass ihr hier so einen kleinen Nippel habt, der nach unten fällt. Und dadurch ist es so, wenn ihr das Gerät aufstellt, es nicht auf der Messewelle steht oder liegt. Hier bei Bosch, das ist irgendwie doof. Ja, das will man eigentlich nicht mehr heutzutage. Und bei eigentlich allen Hobeln, die ich von heutzutage kenne, die aktuell sind, die haben selbst 12 Volt Geräte, haben das, glaube ich, mindestens größtenteils. Haben wir bei Bosch auf jeden Fall nicht. Ansonsten ist es so, bei dem Gerät, wenn ich jetzt mir anschaue, ihr habt hier die Möglichkeit abzusaugen, rechts und links. Ihr könnt auch umstellen, relativ simpel, einfach über einen Hebel von rechts nach links. Das ist nicht bei allen Geräten so und auch nicht bei allen Geräten so gut gelöst, werden wir gleich noch sehen. Ihr könnt hier die Frästiefe einstellen. Ja, das geht eigentlich relativ gut. Ja, ihr seht das hier, können wir hier wunderbar einstellen. Das ist kein Thema. Das Gerät selbst liegt gut in der Hand, kann man rechts und links führen. Ja, also an, aus, kannst du rechts und links machen. Das funktioniert soweit.
Und natürlich haben wir das Ganze auch getestet. Und der erste Test bei allen Geräten ist immer derselbe, nämlich der 0 mm Test. Wir haben das Gerät genommen und haben es genau auf 0 mm eingestellt. Und was ist passiert? Beim Hobeln, trotzdem hat er etwas abgenommen. Und das ist irgendwie blöd, weil warum nimmt er dann da was ab? Weiß ich nicht. Zusätzlich ist es so, man kann es nicht anders einstellen als 0 Grad, also was heißt 0 Grad, 0 mm, man kann es nicht noch weiter rumstellen. Das heißt, egal was ich einstelle, immer nehme ich ein kleines bisschen was ab. Dann haben wir das Ganze auf 1 mm eingestellt und haben dann gehobelt und das war ein gutes Ergebnis. Das Hobeln war gut, das Hobelbild war gut, aber das Gerät gleitet sehr schwer. Eigentlich merkwürdig, wenn man sich das von unten anschaut, dann ist es so, dass eigentlich alle relativ ähnlich aussehen, aber bei dem Gerät ist es wirklich so, es gleitet schwer. Bei Maximaltest mit 1,6 mm ist es so, dass das Gerät auch gut was abgenommen hat, aber weiterhin eben schwer geglitten ist, wenn man das so sagt. Und bei dem Gerät konnten wir eine Sache feststellen, nämlich wir haben es geschafft, es auch auszudrücken. Das haben wir mit allen Geräten ausprobiert, bei welchem es ging und welchem nicht, werden wir nachher sehen. Aber beim Hobeln war es so, zu schnell, zu viel Fortschritt, dann geht er halt aus. Kommen wir zu Dewald. Ihr werdet merken, bei den anderen Geräten ist es auch so, hier an den Geräten ist wenig dran, was ich euch eigentlich zeigen kann. Erst einmal ist es so, dass wir hier aber als Besonderheit nur auf einer Seite einen Auswurf haben. Das heißt, bei Bosch hatten wir rechts und links einen Auswurf, hier haben wir es nur auf einer Seite, können es auch nicht umstellen. Okay, das heißt, es kann sein, dass wenn du Linkshänder bist, dich das irgendwie behindert, weil du möchtest jetzt hier hobeln, hast hier einen Schlauch hier vorne, ist das gut, ist das schlecht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich habe übrigens allgemein das Gefühl, dass Werkzeughersteller nur Rechtshänder kennen, also meistens zumindest, oder zumindest einige bevorzugen. Ja, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Als nächstes, wir können hier natürlich das Ganze einstellen, ja, von 0 mm bis hoch zu 2 mm. Was auch nochmal ganz wichtig ist, was wir eben schon gesehen haben, ist, bei 0 mm geht auch nicht weniger. Also 0 ist halt 0 in der Einstellung zumindest. Ob das wirklich so ist, kommen wir gleich dazu. Dann haben wir natürlich hier unten die Möglichkeit, das Ganze abzustellen. Wir haben hier 2 Messer, wir haben Bosches Gerät und ja, was wir noch haben, ist hier unten haben wir ein kleines Fach, in dem die Messer gelagert werden. Eigentlich ziemlich clever. Und jetzt der 0 mm Test. Da siehst du, er nimmt durchaus ordentlich was ab. Und das finde ich schon krass, weil nach unserer Meinung sind es so zwischen 0,3 bis 0,5 mm, die er bei der Einstellung auf komplett 0 schon abnimmt. Es ist nicht so schlimm, weil selten willst du 0,1 mm abnehmen. Aber wenn du das willst, dann wird das hier schon schwierig. Da musst du es vielleicht irgendwo noch justieren, was wir jetzt hier so auf die Schnelle nicht gefunden haben. Ich wüsste jetzt auch nicht wo. Wenn du damit klarkommst, ist kein Problem, musst du eben nur für dich dazu rechnen, vorm Ausprobieren und so weiter und so fort. Bei der Abnahme von 1 mm war das Ergebnis wirklich sehr gut. Das Gerät ist kräftig, zieht ordentlich durch, gleitet auch sehr gut, hat überhaupt kein Problem. Bei 2 mm ist es genau dasselbe, als wenn es keinen großen Unterschied machen würde. Man kommt wunderbar durch und es funktioniert. Zusätzlich ist es so, dass das Gerät, wenn du zu viel Last drauf gibst, auch wirklich ausgeht. Also du kannst es ausdrücken. Eine Besonderheit haben wir noch beim Dewald und zwar das Thema Akku bzw. Akkusystem. Wir haben hier ein normales 18 Volt Gerät. Ja? Das heißt, wir können hier einen Standard 18 Volt Akku nehmen, einsetzen und entsprechend arbeiten. Ihr könnt aber auch, ja, natürlich, nur dass ihr es wirklich wisst und auch versteht, ihr könnt auch einen Pouch-Akku nehmen. Das ist auch ein normaler 18 Volt Akku, der gibt euch nur noch mal ein bisschen mehr Punch am Ende des Tages. Ich glaube, das Gerät wird das nicht brauchen, aber wenn es kurz vor Abschaltgrenze ist, würde er hier noch ein bisschen länger durchhalten. Ja, auch den könnt ihr hier einsetzen. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch den 54 Volt Akku von Dewald nehmen. Ja, ihr seht hier, einsetzen. Das ist natürlich ein 18 Volt Gerät, aber bei Dewald ist es ja so, dass die 54 Volt Akkus immer rückwärtskompatibel sind. Das heißt, ihr seht hier, ja, funktioniert auch mit diesem Akku. Kommen wir zum Metabo und hier ist eine Funktion, die ich richtig gut finde und ein paar Sachen, die ich sehr merkwürdig finde. Aber hier bin ich wirklich mal auf euch angewiesen. Wer von euch hat diese Metabo und hat genau das Problem, was ich euch gleich mal zeige. Aber erstmal, das finde ich gut. Und zwar, wir haben hier eine kleine Aussparung, ja, wo der Riemen sichtbar ist. Und ich kann hier an dem Riemen aber Folgendes machen. Ich kann hier dran drehen. Und kann jetzt hier, komme ich zu den Schrauben und kann jetzt das Messer wechseln. Das ist ein großer Vorteil. Bei der Dewald oder bei dem Bosch ist es so, dass du wirklich hier in die Messerwelle reingreifen musst. Bitte alles immer ohne Akku. Ganz wichtig, deswegen habe ich auch keinen Akku drin. Also das heißt, du kannst es hier aber drehen und kannst jeweils das Messer austauschen. Denk dran, hier sind 2 Messer dabei. Was ich merkwürdig finde, ist genau dieser Knopf hier die Höhenverstellung. Bei den anderen Geräten, ich zeige es euch mal ganz bewusst nochmal bei Dewald, hört euch das mal an. Ja, also ihr habt so ein Raster, wo ihr das einstellen könnt und ihr habt einen Anschlag nach unten, aber auch nach oben.
Ich hätte das für selbstverständlich gehalten, aber bei der Metabo ist das nicht so. Bei der Metabo kann ich halt in alle Richtungen irgendwie drehen, habe keinen Anschluss. Ja. Hier passieren komische Sachen und man weiß es nicht. Ja. Man weiß überhaupt nicht, wo man eigentlich ist, bei welcher Schnitttiefe. Das ist eher Raten nach Zahlen. Ihr könnt natürlich Folgendes machen. Ihr könnt es auf den Tisch stellen, schauen, so, jetzt sind wir wirklich bei, also hier unten sind wir jetzt genau plan und hier sind wir jetzt bei 0. Okay, jetzt könnten wir jetzt weiterarbeiten, aber ich weiß nicht, das fühlt sich komisch an. Also was mir hier auf jeden Fall fehlt, ist der Anschlag. Der Anschlag, dass ich zumindest bei 0 oder bei 2 irgendwo begrenzt wäre. Weil sonst weiß ich nie so richtig, wo bin ich denn, wenn es jemand anders in der Hand hatte. Und selbst bei mir würde ich sagen, oh, wer weiß, wo ich es einstelle. Auf jeden Fall haben wir hier auch nur das Ganze zu einer Seite ausgerichtet, die Absaugung. Haben hier natürlich auch ja, den kleinen Schnüppel hier, damit wir es ordentlich abstellen können. Und ja, wie ist eigentlich das Testergebnis bei 0? Hier war es im Grunde ähnlich wie bei Dewald. Auch hier hat er bei 0 rund 0,3 bis 0,5 mm abgenommen. Man konnte natürlich jetzt weiter einstellen, es hinter 0 drehen und dann hat er auch wirklich nichts abgenommen. Kein Problem. Aber in Summe macht das irgendwie keinen richtigen Spaß. Hatte ich ja schon gesagt. Aber wenn er rein nur hobelt, geht es eigentlich. Bei 1 mm hat er normal gehobelt, hat dann die 1 mm auch abgenommen und hat auch gut geglitten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Bei 2 mm hat man gemerkt, dass sich das Gerät wirklich ein bisschen schwer getan hat. Dann war es so, so bitte so stell mich mal zurück auf 1 bis 1,5 mm. Da ging ihm so ein bisschen die Puste aus. Es geht, aber da muss man wirklich langsam nur Vorschub geben. Kommen wir zu Milwaukee und was ich hier lustig finde an dem Gerät ist, es sieht ähnlich dem 12-Volt-Gerät. Von Milwaukee gibt es ja so einen Hobel auch in 12 Volt, das habe ich mal ein Video gemacht, verlinke ich dir hier oben. Und das ist dem eigentlich von der Größe her, nein nicht von der Größe, aber vom Aussehen her zum Verwechseln ähnlich, nur ein bisschen größer. Ja? Was eine sehr schöne Sache ist, wir haben hier auch einen Rechts- und einen Links-Auswurf für die Späne und wir können es super einfach umstellen, indem wir einfach hier vorne machen, klack, eine Seite, klack, andere Seite und vor allem er zeigt sogar an, entweder zu der Seite oder zu der. Das ist wirklich, sagen wir es wirklich, es ist idiotensicher gemacht. Der Knopf zum Verstellen, ja, ganz normal, ihr hört es schon. Funktioniert. Ansonsten gibt es hier an dem Hobel wenig zu zeigen. Wir haben hier auch ja, die Möglichkeit, den ordentlich abzustellen. Aber wie ist eigentlich das Ergebnis bei 0 mm? Hier setzt sich der Trend fort. Auch bei der Einstellung 0 nimmt er 0,3 bis 0,5 mm vom Material ab. Und wir haben das mehrmals getestet und er nimmt es einfach ab. Was halt ein bisschen komisch ist, du kannst das nicht weiter zurückstellen. Ja? Es geht halt einfach nicht und trotzdem nimmt er das Material ab. Ein bisschen schade. Wenn wir das Gerät auf 1 mm stellen, dann ist es so seine normale Disziplin, das funktioniert, er gleitet gut, nimmt die 1 mm ab und man merkt, sag mal, Kraft und so weiter, das passt alles. Bei 2 mm wird es richtig schwierig. Hier merkt man dem Gerät schon an, dass es kein Bosch's Gerät ist. Das heißt, bei 2 mm geht nur ein minimaler Vorschub. Sobald du ein bisschen mehr Vorschub gibst, gibt er auf. Man müsste ergo zurückstellen, damit man wieder ordentlich was abtragen kann. Jetzt muss man natürlich aber auch dazu sagen, 2 mm Abtrag mit so einem Hobel ist schon wirklich, wirklich viel. Und sollte man eigentlich auch nicht machen, um ein wirklich sauberes Hobelergebnis zu bekommen. Kommen wir zu Makita. Hier sind einige Sachen anders und einige Sachen richtig gut. Erst einmal, wir haben hier auch einen beidseitigen Auswurf, und zwar einmal rechts oder links. Das justierst du aber, indem du das ganze Teil hier einfach rausziehst. Ja, jetzt sagst du zum Beispiel, du möchtest da auswerfen, dann einfach hier reinstecken und so und schon leitet er die Luft auf die andere Seite. Ist eine sehr einfache Technik, aber ganz ehrlich, du entscheidest dich einmal, ob du Rechts- oder Linkshänder bist und dann passt das eigentlich schon. Ja, wenn du aber das öfter mal hin und her stellst, ist es glaube ich auch kein Problem, das schnell mal woanders eben reinzustecken. Das andere ist, wir haben hier dasselbe, ja, wie wir vorhin immer hatten hier, aber wir haben hier ein Brushless Gerät. Zusätzlich, das ist übrigens beim anderen Gerät nachher auch so, ist es so, dass wir hier eine Staubsaugersteuerung dran haben. Das heißt, wir haben, beziehungsweise wir könnten sie hier einsetzen. Wir haben hier, die Vorrichtung ist da. Hier seht ihr das. Hier an der Stelle könnte man diesen Chip einsetzen. Dann hier das Ganze wieder zumachen. Und dann wäre es so, wenn du einen passenden Sauger hast, wenn das Gerät hier sich einschaltet, beziehungsweise wenn hier Last drauf geht, wird der Sauger eingeschaltet. Mega clever, weil ist ein Akkugerät, du willst ja nicht dauernd den Sauger ein- und ausschalten. Ja? Wobei die Frage ist, schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr so einen handgeführten Elektrohobel auch wirklich absaugt. Wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich auch selten. Aber egal, wir haben hier die Tiefenstellung wie bei allen anderen. Das Rastern finde ich nicht ganz so schön wie bei den anderen, aber es
Es rastert schon. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, du kannst mehr als auf 0 stellen. Also du kannst auf minus, also wir sagen gefühlt minus 0,3 stellen. Was das bedeutet, sehen wir gleich noch. Was ich richtig schön finde, ist Folgendes. Und zwar genau das hier. Hier ist ein Wellenschutz, ein Messerwellenschutz, den du aber klappen kannst. Dadurch, dass du das hier hochklappen kannst, kannst du entsprechend hier eine 25 mm tiefe Falz machen. Das geht mit sonst keinem Gerät außer den beiden Makitas. Sehr clever. Kommen wir zum 0 mm Test und hier war es so, dass das Gerät minimal etwas abgenommen hat. Also wirklich sehr, sehr wenig, aber es hat bei 0 mm, also bei der Null-Einstellung, wirklich ein ganz bisschen was vom Material weggenommen. Hast du es ein wenig hinter Null gedreht, war es perfekt und es hat eben dann nichts mehr abgenommen. So sollte es auch sein. Sehr interessant ist der Test bei 1,5 mm. Dort hat das Gerät wunderbar, es lief so vor sich hin, glitt wunderbar und vor allem, es hat sich nicht einmal richtig angestrengt. Ja, man hat gemerkt, es läuft einfach. Und richtig krass wurde es dann bei 3 mm, wirklich 3. Kein anderes Gerät hat 3 mm geschafft, 3 mm eingestellt und wir sind durchs Holz marschiert, wie als wenn es Butter wäre. Ja, es ist weiches Holz, ohne Frage, das ist Kiefer oder Fichte und bei Buche wäre es was ganz anderes und bitte macht das nicht, stellt nicht bei Buche so ein Gerät auf 3 mm ein, aber wir sehen auf jeden Fall, dass der hier richtig Kraft hat. Kommen wir zum 40 Volt Gerät und hier halte ich mich auch relativ kurz. Es ist annähernd baugleich. Hier ist nichts groß anders. Hier wir haben rechts, links, wir haben dieselbe Einstellung. Ja, hier genau dasselbe. Wir haben hier auch das ganze klappbar. Wir haben hier das Bluetooth. Alles das Gleiche. Interessant ist aber Folgendes. Wir haben jetzt hier ein 40 Volt Gerät. Das heißt, wir können wirklich den allerletzten Mühe aus diesem Akku auch rausziehen. Beziehungsweise noch viel mehr. Wir können diesen Motor maximal auslasten. Was bei 18 Volt vielleicht nicht ganz möglich war. Denn beim Gerät war es so, 0 mm, genau dasselbe wie bei 18 Volt. Hat ein bisschen was abgenommen, ein bisschen hintergestellt. Alles kein Problem. Bei 2 mm im ersten Test hat das Gerät wunderbar gearbeitet. So weit, so gut. Aber wir konnten das Gerät auf 4 mm, 4 mm, das ist ultra krass, einstellen und er hat trotzdem wunderbar gearbeitet. Und die beiden Geräte waren die einzigen, die du nicht ausdrücken konntest. Das heißt, selbst wenn du wirklich wie so ein Ochse gedrückt hast, das eingestellt ist auf 4 mm und bist einfach durchgezogen, ist es nicht ausgegangen. Das heißt, du schaffst es nicht, dieses Gerät in Unruhe auch zu bringen. Hinweis ist natürlich ganz klar, bitte vernünftig in einer ordentlichen Geschwindigkeit zu arbeiten. Aber es zeigt auf jeden Fall, das ist zumindest ein Indiz, dass die Geräte hier richtig Kraft haben. Weil ich es vorhin bei Dewald ja erwähnt habe, kommen wir noch mal ganz kurz zum 40 Volt Akku dazu. Ich habe jetzt hier das 18 Volt Gerät, 40 Volt Akku. Bei Dewald waren die 54er rückwärtskompatibel. Hier bei Makita ja, geht nicht. Das heißt, der 40 Volt Akku geht auch nur in das 40 Volt Gerät. Ihr seht das hier. Und beim 18 Volt Akku ist es eben genauso. Der 18 Volt geht auch nur ins 18 Volt Gerät. Falls einige von euch das nicht wissen. Zum Fazit, beziehungsweise vor dem Fazit nochmal, was ich nicht erwähnt habe, ist die Hobelbreite. Wir haben hier 82 mm Hobelbreite. Das ist aber scheinbar ein Standard, weil alle Geräte genau gleich sind. Wenn du alle technischen Daten haben möchtest, hier oben verlinkt im großen Werkzeugvergleich. Ja, da nochmal alles zu finden. Wenn wir zum Fazit kommen, was ist das beste Gerät oder was sind die besten Geräte? Ganz klar, die von Makita sind nicht in Unruhe zu bringen, sind super souverän. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, wenn du ganz normal mit den Geräten umgehst, ja, dann ist es so, dass du mit jedem hier arbeiten kannst. Das heißt, ganz normal ist bei mir eine Spanabnahme von 0,5 bis maximal 1 mm. Da kannst du sauber ordentlich was abnehmen. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass du es auf 0 drehst und trotzdem bei einigen etwas mehr abnimmst. Da waren die Makita ja eigentlich auch am besten. In Summe, was mich am meisten irritiert hat, negativ, war die Einstellung hier beim Metabo, wo es keine richtige Rasterung gibt und wo es so ein bisschen fitzelig war und du jedes Mal vielleicht nochmal nachjustieren bzw. nochmal nachgucken musst, wo bist du denn eigentlich gerade. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, beziehungsweise was eure Meinung ist. Habt ihr einen Favoriten? Habt ihr auch ein Gerät, was wir vergessen haben? Schreibt es unten in die Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.